selbstgemachte Anisschnitten. Hallo, schon sind wir wieder da. Meine Zutaten für die Anisschnitte, fürs Anisbrot, für Zwieback sind hergerichtet. Ich lade euch ein, kommt mit. Die Anisschnitte, der Zwieback, ist ein ganz altes Rezept, das kenne ich von Kind her, was die Oma immer gemacht hat. Das war ich da jetzt so begeistert vom Anis. Das sind die meine Helden nicht. Deswegen nehme ich den gemahlenen Anis. Man kann aber auch einen ganzen Anis rein tun. Oder wer den Anis gar nicht mag, der macht eine Vanille rein. Wir machen aber Anisschnitte. Wir tun unser Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen. Alles ganz steif schlagen. Die Prise Salz hilft uns da dazu. Unser Eischnee zeigt Konturen. Also das erste Mal haben wir wieder gesehen, Konturen, fertig. Machen wir die zweite Probe. Indem man die Schüssel stürzt und nichts rauskommt. Ui! Oh. Vorführeffekt, aber das ist das von den Schlägeln. Ja. Wir füllen unseren Eischnee um. Die Schüssel darf ruhig so bleiben, weil jetzt machen wir uns ans Eigelb. So. Du, was haben wir denn heute für einen schwäbischen Begriff? Was hast du rausgesucht? Heute haben wir Gräble. Haha, okay. Naja, am Ende lösen wir auf. Und wie ihr wisst, ich schreibe euch ja die Zutaten unten in die Beschreibung rein. Setzen wir wieder ein und machen die nächste Zutat rein. Von unseren Eier habe ich ein ganzes Ei übrig gelassen. Ansonsten sind die Eier getrennt in Eiweiß und Eigelb. Haben wir alles in unsere Schüssel rein. Das heißt, die Eier, der Zucker und natürlich ein Anis, ein Zitronensaft und ein Zitronenabrieb. So viel. Ja, von einer Zitrone. Und das Ganze schlagen wir jetzt schön weiß auf. Schlägel wieder einsetzen und auf höchster Stufe. Das haben wir jetzt 10 Minuten richtig stark aufgeschlagen. In den 10 Minuten tue ich normalerweise meinen Backofen auf Ober-Unterhitze vorheizen, 180 Grad. Das gesiebte Mehl, tun wir mal bloß ein bisschen was anfangen, unterheben und gucken, dass der Eischnee schön bleibt. Jetzt können wir gleich von unserer anderen Masse noch was dazu tun. Das heben wir auch schön unter. Und so wechseln wir jetzt mit unserer Masse ab. Behandeln wir wie ein rohes Ei. Wenn da jetzt alles voll mit zusammen mischen würdest, das wäre schwierig. Das hockt zusammen. Dann hockt es zusammen. Ja. Geben wir noch unseren Rest Mehl dazu. Gucken, dass keine Bollen drin sind. Klümpchen. Okay. Jetzt haben wir es geschafft. Gut sieht's aus. Jetzt kommt alles in eine Kastenform.
zeige ich halt, dass ich auch eine alte Kastenform habe. Nicht bloß backen ohne Boden. Unser Papier machen wir geschwind nass, dann können wir das so richtig schön der Form anpassen. Da ist es. Ja. Zusammengeknuddelt. So, passen wir es jetzt schön an. Dann macht es nämlich mit und rutscht nicht alleweil hin und her. So, sieht zwar jetzt da wild aus, aber es ist bloß Wasser. Füllen wir es ein. Gucken, da wir die Falte da haben. Jawohl. Verstreichen es. So, und jetzt geht es für 40 Minuten in den Backofen und wir gucken zu. Unser Anisbrot ist fertig. Das riecht auch schon. Wundert euch, es kommt kein Backpulver rein, das geht von selber so auf. Unser Anisbrot nehmen wir raus, lassen es abkühlen, machen nachher das Papier weg. Am besten sogar über Nacht auskühlen und dann schneiden wir Schnitte. Und es ist ja ein Zwieback. Zwie heißt zwei. Also müssen wir es auch ein zweites Mal backen. Und das tun wir dann, wenn wir es geschnitten haben. Aber zuerst lassen wir es ganz, ganz gut auskühlen. Schon sind wir wieder da. Unser Anisbrot ist ganz gut ausgekühlt. Und jetzt schneiden wir es auf, machen Schnitte. Ich habe meine Brotschneidmaschine so auf 1,5 cm gestellt, damit sie alle gleichmäßig sind und nachher beim Backen auch gleichmäßig rauskommen. Jetzt schneiden wir mal. Einfach schön Scheiben machen. Ich zeige es euch, richtig schön feinporig ist und gibt auch schöne Scheiben. Es ist auch gut ausgekühlt jetzt. Die legen wir gleich auf das Backblech. So. Die werden jetzt nachher von beiden Seiten anbräunt, nochmal angebacken. Unsere Anisschnitte sind schön gleichmäßig geschnitten. Wer es mit Hand schneiden kann, der darf es gerne mit Hand schneiden. Jetzt gehen sie für so 7 Minuten in den Backofen. Dann nehmen wir es raus und drehen es um. Und dann gehen sie nochmal rein. Einfach schön goldgelb. Wie viel Grad? Ich habe den Backofen auf 150 Grad Ober-Unterhitze jetzt geschaltet. Das Okay. reicht, dass sie nicht verbrennen. So. Die 7 Minuten haben halt nicht gelangt. Wahrscheinlich war der Backofen nicht richtig heiß. Die erste Seite ist fertig. Wir drehen. Und dann würde ich sagen, geben wir nochmal 10 Minuten auf der Seite, dass es richtig schön doppelt backt. Der Anisduft ist echt der Hammer. Und jetzt geht es nochmal für 10 Minuten in den Backofen. Vorsicht, mit Topflappen anlangen. Der Zwieback, das Anisbrot, Anisschnitte sind fertig. Richtig schön. Jetzt tun wir sie auf ein Gitter zum Auskühlen. Dann werden sie auch fest knusprig. Hier riecht es nach Anis herrlich. Wir sind am Ende. Wir haben es geschafft, unsere Anisschnitte, unseren Zwieback zu machen. Lecker sind sie waren. Kann man auch echt gut so aufheben. Jetzt sollten wir aber zum Schluss noch auflösen. Was haben wir denn gehabt? Heute haben wir ein Gräbli. Gräble. Wir haben kein Gräble mehr da oben. Das Gräble, das hat man früher ganz ausgiebig gehabt, das in der Mitte vom Ehebett. Das sind dann immer die Besucherritze, hat man auch gesagt. Da sind dann immer die nächtliche Zuwanderer kommen. Ja, Kinder. Die Kiddies. Ja, ja. Ja, ja.
War auch eine schöne Zeit, Ja. wo die Besucher gekommen sind. Ja. Aber jetzt ist es vorbei. So, vorbei ist unser Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Mich freut es über jeden Kommentar, über jeden Daumen hoch und vielleicht sogar noch über ein Abo. Und wir sehen uns bald wieder. Ich habe schon das nächste Rezept für euch. Bis dann, ciao! Tschüss.